Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zurück zu Angular. Heute geht's weiter und zwar geht's heute um Style Bindings. Wir haben uns letztes Mal Class Bindings angeguckt. Wenn ihr die verstanden habt, dann wisst ihr eigentlich schon fast, was euch heute erwartet. Denn Style Bindings sind relativ ähnlich, deswegen wird heute auch wahrscheinlich ein kurzes und sehr einfaches Video. Nächstes Mal machen wir dann natürlich wieder was Schwereres. Und zwar kann man hier auch nicht einfach so hergehen und sagen, ich hätte ganz gerne Style, sogar ohne. Also sowas wie Style ist gleich und dann können wir hier normalerweise irgendwie Color oder sowas angeben. Das funktioniert so nicht. Es gibt da tatsächlich auch wieder richtige Bindings dafür und die nennen sich Style, ja, aber ich muss angeben mit einem Punkt, was ich gerne haben möchte. Also Style.color ist gleich. Und dann kann ich hier drin sagen, hey, ich hätte ganz gerne, dass eben meine Farbe grün wird, zum Beispiel. Und meine Farbe definiere ich dann halt hier, zum Beispiel meine Farbe ist gleich green. Wunderbar. So. Und ja, ich habe hier eigentlich eingestellt, dass es so sein soll. So sein soll natürlich, dann geht der Fehler auch weg. Das ist einfach nur, also es ist kein Fehler in dem Sinne, wie gesagt, das habe ich euch eigentlich schon mal erzählt. So, und dann passiert im Endeffekt dasselbe. Wir setzen hier einfach die Farbe auf grün, sieht so aus. Aber das Ganze ist natürlich sehr umständlich. Jedes Mal, wenn wir irgendwie was ändern wollen für diesen einzelnen Paragraphen, müssen wir hier ein neues Style-Punkt irgendwas setzen. Und deswegen gibt es genauso wie für die Klassen, also ng-Class, gibt es ja bei den Klassen, hatten wir uns letztes Mal angeguckt, gibt es für den Style ng-Style. Das heißt, hier drin müsst ihr nicht irgendwie Style, Punkt, irgendwas machen, sondern ihr könnt einfach hergehen und ng-Style machen und hier drin dann in einer Liste angeben, was ihr alles geändert haben wollt. Oder es ist eigentlich keine Liste, es ist eigentlich mehr ein Dictionary, aber egal. Und ja, jetzt sagen wir hier natürlich, wir wollen das Attribut Color ändern und zwar auf meine Farbe wollen wir das ändern. Und dann können wir natürlich noch mehr machen, wie zum Beispiel Font Size auf, keine Ahnung, 20 Pixel setzen. Achtet darauf, dass ich hier ein Komma gesetzt habe, kein Semikolon, wie man es in normalem CSS machen würde, sondern das hier gehört eigentlich mehr zu JavaScript. Und wie gesagt, das hier ist ein Dictionary, das heißt, ich setze zwischendrin Kommas, keine Semikolons. Oder, ja, genau. Und ich kann hier so viele natürlich einfügen, wieder mal, wie ich möchte. Also ich kann hier auch noch irgendwie Background, Color oder sonst irgendwas machen. Ich kann auch einen Schatten einfügen, wenn ich das möchte. Aber wie gesagt, der Style, der ist eigentlich aus einem gewissen Grund ausgelagert worden in CSS. Das heißt, benutzt bitte ng-Style nur, wenn ihr es halt nicht anders machen wollt, weil es nur genau eine Eigenschaft ist oder sowas, benutzt es sparsam, aber ich wollte es euch auf jeden Fall mal trotzdem zeigen. Wie gesagt, sieht folgendermaßen aus, 20 Pixel haben wir jetzt hier statt, warum auch immer, weniger, keine Ahnung, wir können es auch mal hier auf 50 Pixel setzen, dann sehen wir es halt besser. Sieht so aus. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nur dass ihr wisst, wie ihr mit Styles umgehen könnt, wenn ihr die direkt hier drin macht und dass es sowas wie ng-Style eben auch gibt. Okay, das war's von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.